Heute gibt es köstliche Käsekuchen-Streuselmuffins. Ich habe hier Quark, gebe Zitronenabrieb hinzu und noch eine Prise Salz. Dazu ein wenig Grieß und natürlich noch die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Wie das geht und die Alternativen findet ihr wie immer oben rechts unter dem i. Noch ein wenig Zucker und dann verrühre ich das Ganze schon mal so ein bisschen. Hier herzlichen Dank an Ries Emaille, die mir hier einmal die Schüssel zur Verfügung gestellt haben. Kann ich euch tatsächlich sehr empfehlen, denn mir geht es manchmal so, trotz Küchenmaschine und trotz 2 Schüsseln ist manchmal an Backtagen alles belegt, so dass ich dann noch mal eben etwas per Hand machen muss. Nun gebe ich noch die Eier hinzu und falls es euch auch so geht, dass ihr in eurer Emailleschüssel auch solche Sachen mal anrührt und da manchmal so kleine Streifen kommen, ich zeige euch das gleich noch mal, nicht absichtlich, sondern tatsächlich im Eifer des Gefechts. Ich war hier am Rühren, am Rühren, am Rühren und zack, da seht ihr ihn, den Streifen durch den dänischen Rührbesen. Gar kein Problem. Ich verlinke euch auch noch mal die Reinigungspaste für Emaillegeschirr. Damit könnt ihr das wieder rauspolieren. So, hier ein bisschen schon vermengt, so dass es homogen ist und dann gebe ich die Butter hinzu. Bei mir war sie jetzt im Kern noch ein bisschen fest. Ich kann euch empfehlen, sie wirklich bei Zimmertemperatur stehen zu lassen. Alternativ könntet ihr sie auch erhitzen, solltet dann aber wirklich nachmessen, bevor ihr sie hinzugebt, denn ansonsten würdet ihr die Hefekulturen zerstören. Das wollen wir selbstverständlich nicht, daher hier bitte drauf achten. Das Tolle an diesem Gebäck ist, dass ihr ihn nicht aufgehen lassen müsst. Das heißt, es ist wirklich so 'n Last-Minute schnelles Gebäck, was ihr machen könnt, wenn ihr was für euch und eure Lieben hier backen möchtet. Ich hatte das Ganze für Arbeitskollegen gemacht und tatsächlich, kam ich mit der doppelten Menge kaum hin. Das Ganze gebe ich jetzt hier bei mir jetzt in so 'n Teigspender hinein. Ihr könnt es auch so umfüllen, später in die Muffinförmchen. Ich finde das aber tatsächlich wesentlich praktischer und weniger Quälerei. Egal, ob ihr das für Pfannkuchen, Crepes, für meine indischen Pfannkuchen, die Rava Dosa oder wie jetzt hier für Muffins benutzt. Nun brauchen wir ja noch Streusel für Käsekuchenstreuselmuffins und dafür vermenge ich jetzt 'n bisschen Mehl mit Zucker. Dazu gibt es noch mal ein wenig Butter. Die Veganer unter euch können die Butter in diesem Rezept natürlich gegen vegane Butter austauschen, der Quark gegen veganen Quark und die Eier, da braucht ihr ja die Bindung. Da wäre jetzt zum Beispiel so 'n Leinsamenei würde ich jetzt zum Beispiel pürieren, damit ihr da keine Körner drin habt, aber das wäre zum Beispiel eine Alternative, dann habt ihr hier auch noch mal die Bindung. So, die Streusel sehen gut aus, die sind fertig, also können wir das Ganze jetzt hier einmal umfüllen. Ich würde euch empfehlen, die Förmchen wirklich nur bis zur Hälfte zu füllen, denn ich hatte jetzt hier zum Beispiel das Problem, dass nicht 12, sondern nur 11 Förmchen befüllt werden konnten, weil ich da am Anfang ein bisschen zu großzügig war. Also reicht bis zur Hälfte und dann den Rest der Muffinform dann mit den Streuseln auffüllen. Dann habt ihr so eine richtig tolle Variante mit Käsekuchenstreuseln und dann sind auch wirklich viele Streusel dabei. Denn viel hilft viel in diesem Fall, ist besonders lecker. Also, ihr dürft hier sehr großzügig sein. Wer nicht so viele Streusel haben möchte, der macht einfach nur die Hälfte von der Menge her. Die einfache Menge, die ich euch jetzt in der Beschreibung hinterlegt habe, reicht genau für 12 Muffins, wenn ihr sie zur Hälfte füllt. So, und ich bin schon sehr gespannt, wie euch das Ganze schmecken wird und freue mich da auf eure Kommentare. Möchtet ihr andere Varianten oder andere Muffins mal sehen, anderes Gebäck? Schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer darüber zu lesen. Einige Rezeptvideos sind dadurch entstanden, dass ihr da die Kommentare hinterlegt habt. Da freue ich mich natürlich riesig darüber. Unter anderem zum Beispiel die Gemüsequiche. Gerade arbeite ich aber auch noch an einem glutenfreien Sauerteig. Also ganz viele Wünsche, die ihr habt, werden natürlich auch erfüllt. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber
Ich mache es gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne kostenfrei ein Abo und natürlich einen Daumen hoch. Darüber freue ich mich riesig und das ist das schönste Geschenk, was ihr mir machen könnt. So, jetzt bin ich hier bei der zweiten Charge, sage ich jetzt mal. Also die ersten 6 waren fertig, wandern dann auf ein Backblech. Ihr braucht da keine Backfolie oder Backpapier dahinter zu machen. Und ihr seht es, da konnte ich jetzt nur 5 fertig machen aus der Menge, die ich hier für euch geschrieben habe. Aber dafür gibt's halt mehr Streusel in dieser Variante. Ich hatte sogar überlegt, die letzte Muffinform, die sechste, nur mit Streuseln zu machen, aber die Streusel haben dann für die 11 Muffins genauso gereicht. Oh, das ist so lecker. Ich bin schon wirklich gespannt, was ihr davon haltet. Die gehen jetzt hier bei mir auf mein Backblech. Ich habe ja so 'n Mini-Backofen. Kann ich euch sehr empfehlen. Da brauche ich maximal 1 Minute, bis der Ofen vorgeheizt ist. Und so sieht das Ganze aus. Ganz leicht goldgelb und schon könnt ihr es genießen. Hm. Im Anschluss habe ich natürlich weitere Rezepte für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und Nachbacken.